Hallo und herzlich willkommen bei den Angsthasen auf Weltreise Folge 14. Heute nehmen wir euch mit in den Staat Ontario, nämlich in die Hauptstadt von Kanada, Ottawa. Das ist aber noch nicht alles. Für die Wanderfans unter euch haben wir noch ein richtiges Highlight am Ende der Folge, nämlich den Stone Mills Blue Trail im Sheffield Conservation Area. Und der ist wirklich super schön gewesen und den zeigen wir euch später. Ja, fangen wir an in Ottawa. Ja, unter anderem gibt es da den Rideau-Kanal. Der ist vor allem im Winter beliebt bei den Einheimischen, weil man darauf super gut Schlittschuh laufen kann. Oder aber auch den Parliament Hill mit den ganzen Parlamentsgebäuden von Kanada und noch andere zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Es gibt einige Museen, wer sich dafür interessiert, der kommt auf jeden Fall auch in Ottawa auf seine Kosten. Ja, als erstes mussten wir von Nova Scotia über New Brunswick und Quebec nach Ontario fahren. Das war eine ganz schön weite Tour, aber als wir dann angekommen sind, sind wir von Oscar Peterson begrüßt worden, ein ziemlich bekannter Jazzpianist. Ich habe mich direkt mal neben ihn gesetzt und wir haben mal ein Foto gemacht. Und er hat gleich Musik gespielt, als sich Alex neben ihn gesetzt hat. Im Anschluss sind wir dann an einem Kriegsdenkmal vorbeigelaufen und haben uns das angesehen. Das war wirklich sehr imposant, weil vor diesem Denkmal standen Beamte, die das Ganze bewacht haben. Sowas kennt man ja eigentlich eher so typisch aus London. Aber nein, es gibt es auch in Kanada. Unweit von diesem Kriegsdenkmal waren dann auch nochmal einzelne Vertreter der kanadischen Geschichte in einer Statue gegossen. Das heißt, man konnte entlang laufen und konnte sich auf den Plaketten dann durchlesen, inwiefern die kanadische Geschichte beeinflusst haben. Dann gibt es auch noch ein ganz bekanntes Hotel, das heißt Fairmont Chateau Laurier. Dort waren schon ganz bekannte Leute zu Gast, unter anderem Nelson Mandela, Prinzessin Diana, Winston Churchill, Königin Elisabeth. Und in der Nähe von diesem Hotel war dann auch zu Ehren der Queen eine Bildergalerie aufgehangen, wo man dann vorbeigehen konnte und wo man nochmal alle Stationen der Königin miterleben konnte in Bezug auf Kanada. Unweit davon sind wir in den Park gegangen. Hi, wir sind hier auf der Sightseeing-Tour in Ottawa. Es ist mega kalt geworden. Am Anfang haben wir ja noch von den milden Temperaturen geschwärmt und jetzt ist es schon so Ende Oktober. Es geht langsam auf den November zu und wir haben -2 Grad und wir haben natürlich nicht so viele Wintersachen dabei und wollen auch nicht extra neue kaufen. Heute gehen wir uns ein bisschen auf Sightseeing-Tour, wie Nina schon gesagt hat. Wir sind momentan hier an den Staustufen von Ottawa mit Blick auf den Parliament Hill, glaube ich, und schauen uns jetzt mal so ein bisschen an, was es so in Ottawa zu entdecken gibt. Dieser Park war sehr schön anzusehen, denn auch hier herrschte noch der Indian Summer. Außerdem gab es viele niedliche kleine schwarze Eichhörnchen, die ihre Nüsschen versteckt haben. Als nächstes sind wir dann zum Parliament Hill mal selbst hingelaufen, haben uns dort das Parlamentsgebäude von nahen angesehen und waren ziemlich überrascht, denn draußen gab es so eine ewig brennende Fackel und die kam uns ganz gelegen, weil wir uns daran ein bisschen wärmen konnten. Denn es ist langsam doch etwas kühl geworden in Kanada. Was tun wir hier? Wir wärmen uns mal ein bisschen auf vor dem Parlamentgebäude in Ottawa. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass es in Kanada auch viele Museen gibt. Dort, wo die große Spinne zu sehen ist, das ist die National Gallery of Canada. Dort stellen indigene und kanadische Künstler aus. Weitere Museen sind das Technikmuseum, ein Raumfahrtmuseum, Kriegsmuseum, ein Naturmuseum und ein Museum des Kalten Kriegs. Zum Schluss haben wir uns in Ottawa noch den Byward Market angeguckt. Das ist ein großer, bekannter Markt in der Hauptstadt. Der hat ungefähr 260 ausstellende Shops. Und als wir da ankamen, sind wir erstmal von mexikanischer Musik begrüßt worden, was wir sehr lustig fanden, weil wir gerade aus Mexiko gekommen sind. Dort gibt es ganz viele ausstellende Shops. Es gibt was Leckeres zu trinken, Leckeres zu essen. Und so haben auch wir uns eine leckere Süßigkeit zukommen lassen. Ja, wir haben Kanadas weltberühmten Biberschwanz ausprobiert. Ja. Und der schmeckt wirklich super lecker. Ich probiere den jetzt mal. Kann ich nur empfehlen. Erinnert so ein bisschen an Langosch-Teig. Den hatten wir dann mit Schokolade drauf und Banane. Jeder, der vorbeischaut mal bei dem Byward Market, sollte sich diesen Gaumenschmaus gönnen.
Ja, als wir uns dann von Ottawa verabschiedet haben und uns in Richtung Toronto aufgemacht haben, mussten wir uns nochmal unserer Wäsche hingeben. Wir haben also die nächste Wäscherei angefahren. Ja, wenn man nur für warme Länder gepackt hat und dann aber in einem kälteren Land unterwegs ist und die Sachen waschen muss, dann muss man halt dann auch mal in T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen und das ist ganz schön kalt. Damit wir alles gewaschen kriegen, wisst ihr? Das hier ist übrigens unser Seidenschlafsack. Wenn einem die Unterkunft vielleicht nicht so sauber vorkommt, dann kann man den gut darüber legen. Und vor allen Dingen ist er auch kühl in wärmeren Ländern. So, Badesachen noch. Oh, ich glaube, jetzt ist es zu voll, Alex. Dann nehmen wir 2. Und sind dann weiter zu dem Sheffield Conservation Area. Dort haben wir die Stone Mills Wanderung unternommen auf dem Blue Trail. Überall auf der Wanderung sind uns riesige Felsformationen erschienen. Und wie das Ganze vor Ort aussieht, das zeigen wir euch jetzt mal in den Bildern. Hi, wir sind mal wieder am Wandern. Hier gibt es in Kanada echt unzählige viele Wanderwege und wir können gar nicht alle abklappern, so viele sind hier. Ja, vor allem gibt es unendlich viele Seen. Also Seen, soweit das Auge reicht, ist unfassbar. Wir sind jetzt hier gerade zwischen Ottawa und Toronto, also auf unserem Weg nach Toronto. Und wir haben einen richtig schönen ruhigen Platz gefunden, einen richtig schönen ruhigen Wanderweg. Der gefällt uns wirklich sehr gut und ja, heute genießen wir mal wieder ein wenig Natur. Genau. Und wie ist die Wassertemperatur? Eisekalt, aber ich werde die nächsten Tage da mal reingehen. Ja, bin ich mal gespannt. Wim Hof Methode und so. Mhm. Immunsystem hochfahren. Ja. Ja, und zum Schluss dieser Folge haben wir wie immer 2 Tipps für diejenigen unter euch, die selbst nach Ottawa kommen wollen oder nach Ontario. Tipp Nummer 1. In Ontario gibt es viele schöne Nationalparks, wo man toll wandern kann. Und dann wurde uns noch der Algonquin Park empfohlen von Freunden, aber auch von anderen Reisenden, die wir getroffen haben. Und das soll auch besonders toll sein für alle Wanderlustigen. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, weil uns die Zeit ausgelaufen ist. Ja, und der zweite Tipp für diejenigen unter euch, die vielleicht mal ein bisschen größeres Budget haben und Ottawa erkunden wollen, die können sich im Fairmont Chateau Laurier Hotel einmieten für eine Nacht und dann dort von der Terrasse aus einen wunderbaren Blick genießen auf den Rideau-Kanal und die ganzen Schleusen, die sich darin befinden. Und mal sich wie eine berühmte Persönlichkeit fühlen. Aber auch für diejenigen mit kleinem Budget, die können zumindest in die Lobby des Hotels treten und sich da mal umschauen. Allerdings kann es hier sein, dass ihr euch vorher anmelden müsst. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da und gerne auch ein Abo. In der nächsten Folge zieht es uns dann weiter in die nächste große Stadt innerhalb Ontarios, nämlich Toronto. Und da in der Nähe liegen nicht nur die Niagara-Fälle, sondern ist Toronto auch bekannt für seine wundervollen Sportteams. Und da gibt's richtig was auf die Mütze. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Tschüss.